Also, Arcangelo Corelli, 6 Sonaten für Altblockflöte und Basso Continuo. Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass das eigentlich Geigensonaten sind. Was hat jetzt aber Meister Michel hier genau gemacht? Herausgegeben, das verstehe ich. Und Continuo-Aussetzung. Basso Continuo, Generalbass. Ja, soll der denn irgendwann spielen und dann auch wieder aussetzen? Das kann ja wohl nicht gemeint sein. Tam, ti, ta, ta, tadel, tam, pam. Richtig, das ist die Melodie. Und dann sehe ich den Bass. Ach ja, und über dem Bass stehen natürlich die Generalbassziffern. Und darüber, was die rechte Hand spielt. Das ist auch alles notiert. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Also zu meiner Zeit ist es nicht aufgeschrieben worden. Das war ja gerade die Kunst des Generalbassspieles, das nach den Ziffern zu improvisieren. Und das hat also Winfried Michel übernommen. Naja, ist ja ein guter Mann. Das ist ja nicht leicht. Sowas hat sich hier auch schöne melodische Einfälle gefallen lassen. Ja, die Harmonien sind alle richtig realisiert. Es könnte natürlich sein, dass so junge Leute im Jahre 2020 überhaupt nicht in der Lage sind, das alles all improviso zu spielen. Ja, aber dann wäre der Winfried Michel, ja, das wäre ja mein Mann. Ist ja fantastisch. Ist ja ganz im Sinne der Barockzeit, eine schöne, wie er es nennt, Continuo-Aussetzung zu schreiben. Ach Gott, das war wieder so ein anstrengender Tag. Wie immer die Musikschultage. Und ich habe den Leuten im Haus 100-mal gesagt, sie sollen sicherheitshalber die Tür zumachen. Kann ja weiß Gott wer reinkommen. So, und jetzt die alles entscheidende Frage. Ach, ich sehe es schon. Gott sei Dank. Ich hatte nämlich die ernsthafte Befürchtung, dass ich im Eifer des Gefechtes die Tür hätte offen stehen lassen können. Ist aber nicht abgeschlossen. So. Nun willkommen im trauten Heim. Und worauf freut man sich jetzt? Auf den Wein. Naja, also das ist sinnvoll. Jetzt verstehe ich das alles. Doch Moment. Psst. Ich glaube, da kommt jemand. Oh Gott. Schnell raus aus der Kledage und dann ab in die Küche. Was ist das denn? Ja, da ist ja nichts. Ist ja alles leer. Ich hatte hier alles abgestellt. Ist ja wie weggezaubert. Oder habe ich das doch schon im Salon aufgebaut? Ich weiß es nicht mehr. War wieder so viel los heute. Muss ich mal gucken. Ja, da steht ja alles. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja alles aufgegessen. Hier noch so ein Rest von der Pastete. Nur noch so ein ganz bisschen Käse. Brot auch zur Hälfte weg. Trauben angegammelt. Ja, Wein. Auch schon ordentlich was weggetrunken. Jetzt muss aber mit ganz großer Vorsicht vorgegangen werden. Denn ist ja klar, ich habe die Tür offen gelassen und hier war in der Tat jemand. Schlimmer noch, wenn er jetzt womöglich noch hier ist. Das muss ich natürlich testen. Großer Gott. Nee, also das hätte ja gerade noch gefehlt. Ich will mal ganz leise sein. Jetzt quietschen die Dielen ja auch so. Ganz vorsichtig. Nein! Wer sind Sie denn?
Wagemut, mein Name. Christfreund, ehrenreich, Wagemut. Ein hoch angesehenes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Und wer sind Sie? Ohse, mein Name. Dr. Ohse, wenn Sie es genauer nehmen wollen. Dr. Carsten Erik Ohse, angesehener Hochschullehrer und Musikologe, kann ich wohl sagen. Bonsoir, wie angenehm. Dann können wir ja auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ja, es mag ja alles sein, aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, hier einfach einzudringen, dann mein gesamtes Abendessen zu verschlingen, mit Käse und mit Pastete und Trauben, dann den schönen Wein leer zu saufen und sich dann vollgefressen und angeheitert auch noch bitte in meinem Hausgewand in mein Bett zu setzen. Mon cher, mit Verlaub, die Türen standen alle sperrangelweit geöffnet. Alle Lichter waren hell erleuchtet und ein köstliches Abendmahl, das muss ich schon sagen, stand ja auch schon in der Speisekammer bereit. Also einen herzlicheren Empfang hätte man mir wohl kaum bereiten können. Ist doch so. Außerdem habe ich eine lange und sehr erschöpfende Reise hinter mir. Ausgesprochen fatigierend. Und Sie werden ja wohl einem alten Mann kein Nachtlager absprechen wollen. Es ist mir außerdem auch eine große Ehre, Ihr Bekanntschaft zu machen. Denn Sie sind ja offenbar auch ein großer Magier vor dem Herrn. Ein was bitte? Ein Magier? Ja Gott, ich hatte vielleicht als Kind einen Zauberkasten, das haben alle Kinder. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber damit bin ich noch kein Magier. Es ist Ihnen aber gelungen, überall in Ihren Räumen den Geist des Feuers in eine kleine Glasampulle zu bannen. Großer Gott, das nennt sich Elektrizität. Das kennt doch jedes Kind. Außerdem ist das auch nicht meine Erfindung. Also, Sie scheinen wirklich dringend Ruhe zu benötigen. Und deswegen, bei Gott, dann bleiben Sie eben eine Nacht hier mein Gast. Aber Sie werden verstehen, dass ich die Tür gleich Stantepede, sicherheitshalber, hinter Ihnen abschließe. Ja, schön und gut. Aber naja, Sie wissen schon, was soll ich denn tun, wenn ich mal raus muss? Ach, direkt gesprochen, Wasser lassen muss. Ich habe doch Wein getrunken. Ist ja das Natürlichste von der Welt. Was denn? Ja, dann gehen Sie in Gottes Namen auf den kleinen Balkon. Da steht ein dicker Topf. Der braucht sowieso ab und zu mal Wasser. Aber bitte sehr, keine weiteren Fragen und gute Nacht. Dr. Carsten Erik Ohse. Tja, ein Musikologe. Eigentlich sehr sympathisch und auch so gastfreundlich. Und er hat sie auch alle wieder aufgehängt, meine Freunde und Gönner aus der Akademie. Naja, so alleine bin ich gar nicht im Jahre 2020. Herr Wagemut, sind Sie schon erwacht und aufgestanden? Der Kaffee ist fertig. Ich warte im Salon. Hoffentlich ist er schon aufgestanden. Ja, ich komme gleich in den Salon. Einen kleinen Moment noch. Die Schleife zu binden ist immer das Allerschwierigste. Vor allen Dingen ohne Personal. Aber so ist es doch trashig.
Geh ruck. Ach, und schon wieder muss die Schleife nachgerichtet werden. Und der Hut. Stock und Hut steht ihm gut. Der Stock ist allerdings nicht mehr zur Hand. So, trashig. Ja, ach, ich will mal neugierig sein, was der Meister Erik wohl in diesem kleinen chinesischen Schränkchen aufbewahrt. Oha! Was ist denn dies? Ja, nein! Also, Donnerknispel, da steht es, was es ist. Farina, Original, Eau de Cologne. Ja, ja, Farina 1709. Ja, das ist das erste Parfüm der zivilisierten Gesellschaft. Gegründet von, Johann Maria Farina, der kam aber aus Italien, der Destillateur Giovanni Maria Farina. Der hat auch bei uns in der Akademie Vorträge gehalten über seine bahnbrechenden Versuche mit der Destillation. Und was ist dabei herausgekommen? Das kölnische Wasser, so nannten es alle Reichen und alle Leute, die etwas auf sich gehalten haben. Sie haben alle im Hause Farina ihr Parfüm bestellt. Natürlich auch Monsieur Wagemuth und einige von den Akademisten. Billig war's nicht. Man hätte es fast in Gold aufwiegen mögen. Und das gibt es heute noch, nach 300 Jahren. Es sollte mich nicht wundern, denn es ist ja eine hervorragende Rezeptur, die möglicherweise durch all die Jahrhunderte gar nicht verändert wurde. So. Früher sah der Flakon etwas anders aus. Kommt ja gar nichts raus. Mille Tonnerre. Geht denn das jetzt? Alles muss man hier erlernen. So, vielleicht auf Druck. Ja, richtig. Es sollte aber nicht auf die Hand. Der köstliche Duft verbreitet sich sofort im ganzen Kabinett. Nein, hier muss es hin, hier muss es hin. Ist das wunderbar. Also, dass die Welt das noch in Ehren hält und dass man es offenbar auch noch kaufen kann. Da werde ich natürlich irgendwann, wenn dieses kleine Pülleken leer ist, nachlegen müssen, wenn Meister Erik mal nicht mehr zu Hause ist. Ja, dann kann mich der Weg in die Kölner Altstadt gegenüber dem Jülichplatz, war damals das Stammhaus der Farinas, führen. Und vielleicht steht es ja sogar noch am Platze. Und das Praktische ist auch, wenn man dieses Parfum hat. Da muss man sich nämlich nicht mehr zu Wasser lassen. Nein. Denn das Waschen mit Wasser am ganzen Körper, das ist ja sehr töricht. Das ist sehr töricht. Das sollte man vermeiden. Dann werden alle Poren geöffnet und die bösen Krankheitsstoffe können ungehindert in den Organismus eindringen. Wer Farina hat, hat keine Sorgen mehr, was die Reinlichkeit angeht. Bravo. So, das gilt es natürlich wieder zu verstecken. Und nun zum Kaffee in den Salon. Ich eile in den Salon. Ich eile. Bonjour, mon ami. Wie sehen Sie denn aus? Sie sehen ja aus wie ein Mensch aus dem 18. Jahrhundert. Mit Verlaub, ich bin ein Mensch aus dem 18. Jahrhundert. Also das schlägt ja jetzt wohl wirklich dem Fass den Boden aus. Ja, mich hätte in der Tat fast der Schlag getroffen, als nach meinem fehlgeschlagenen, missglückten Experiment ich quer durch die Zeit, 300 Jahre aus dem Jahre 1720 in Ihre Zeit, in das Jahr 2020 katapultiert hat. Was für ein Experiment, bitte. Dazu später. Das verstehen Sie im Moment nicht.
wollen wir uns denn nicht lieber setzen? Und zwar Kaffee versprochen. Kaffee, bitte sehr. Wenn Sie Milch und Zucker mögen. Voilà. Ein bisschen heiß, bitte das zu entschuldigen. So. Moment. Was machen Sie denn da eigentlich? Es qualmt ja der ganze Raum voll. Was ist denn das? Ja, was soll ich schon machen? Ich rauche, sieht man doch. Aber da verstehen Sie nichts von. Vermutlich. Es ist auch nichts für Sie. So, und Sie behaupten nun also wahrhaftig, ein Mensch aus dem 18. Jahrhundert zu sein. Ja, können Sie das denn auch beweisen? Bien sûr, Monsieur. Und mehr noch, was meinen Sie, wer vor 300 Jahren hier in diesen Räumen gelebt hat? Das war nämlich ich. So. Miltonär. Aber dafür nun wirklich bitte einen hieb- und stichfesten Beweis zu liefern. Bitte sehr. Ich kann Ihnen nämlich verraten, dass einige der schönen Bilder, mit denen Sie sich hier umgeben und mit denen Sie sich schmücken, früher einmal mir gehört haben. Ich habe sie aber vor meinem Experiment zur Sicherheit direktement unter unseren Füßen unter dem alten Dielenboden vergraben. Und da werden Sie sie gefunden haben, n'est-ce pas? Ha, Potzblitz! Ganz richtig. Wer hat Ihnen denn das verraten? Ja, ich wohne hier schon relativ lange und irgendwann wurde dann angeordnet, dass der alte Dielenboden, der ganz marode war, renoviert werden musste. Da gibt es erst den Dielenboden und dann gibt es Fußbodenverlegeplatten und jetzt gibt es diesen Ziegenhaartrettfor und darüber ist dann auch noch ein Teppich. Aber Sie haben recht, da habe ich allerlei wunderbare Bilder gefunden, die ja, wie Sie vermutlich gesehen haben, auch alle in Ehren gehalten werden. Noch etwas werden Sie unter den Dielen gefunden haben. Nicht wahr, mein Lieber? Noch etwas? Na was schon? Notenblätter, Kompositionen auf einzelnen Blättern oder auch eingeschnürt in eine dicke, graue Mappe. Bitte sehr. Hier befindet sich das Corpus Delicti. So. Noten, schlimmer noch, Briefe, dazu später. Und die dicke graue Mappe. Jetzt werden Sie gleich mal Augen machen. Naja, Ihnen sind die Sachen ja bekannt. Hier, Suite, Ouvertüre, von meiner Hand komponiert. Dann der Brief eines gewissen Meister Winfried. Und ich weiß auch mittlerweile, dass es sich vermutlich um einen Winfried Zwerg, nicht Zwerg, Michel, Winfried Michel handelt. So. Da ist ein dickes Notenpaket angekommen bei diesem Herrn Winfried. Dann gibt es gleich noch einen anderen Brief. Lieber Erik, das sind ja offenbar Sie. Kollege, hier, geschätzter Kollege. Was soll denn das heißen? Chapeau für Stilkenntnis, Fantasie und Formgefühl. So, das heißt, dieser Herr geht doch wohl davon aus, dass Sie meine Werke unter Ihrem Namen zu ihm geschickt haben. So, als wenn Sie die selber komponiert hätten. Kann ja wohl keine Rede von sein. Und jetzt das Allerschlimmste. Da untersteht sich doch dieser Michel. Das ist der Name aber wirklich Programm. Hier Änderungen einzufügen. Da, D, dis. Ich hatte nur ein D vorgesehen. Zugegeben, das klingt ganz gut. Da haben wir F-Fis. Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können. Aber dieses hier, die ganze Bassführung verändern. Bitte sehr. Naja, das ist ja schön. Da, di, da, di, da, di, da, di, da, dam. Wundervolle Idee. Ist auch wundervoll. Habe ich Wochen für gebraucht, bis mir diese Idee gekommen ist. Ja, naja, gut. Und jetzt soll es eben unter anderem Namen veröffentlicht werden. Und dann nehme ich an,
dass auch die anderen Stücke, hier Sonata per Flauto, e Basso, in der wunderbaren schönen Tonart C-Moll, dass Sie das auch alles nach Münster geschickt haben, zu Herrn Michel und damit jetzt Furore machen. Ja, hier geht's ja weiter. In der dicken Mappe, so, sieht man ja gleich, dass das meine Handschrift ist. Das ist eine sogenannte Reinschrift, nicht wahr? Falls Sie überhaupt wissen, was das ist. Reinschrift. Also ich weiß sehr wohl als Musikologe, was eine Reinschrift ist. Natürlich, Reinschrift, schön und gut, aber es fehlt etwas Entscheidendes. Alle diese Noten sind ja überhaupt nicht signiert. Und da dachte ich mir so, als Musikwissenschaftler wäre ja so eine Entdeckung von Komposition eigentlich eine coole Geschichte. Aber also das mit dem Fund unter den Dielen, das haben mir meine Kollegen alle gar nicht abgenommen. Nicht? Das hat mir keiner geglaubt. Dann habe ich mir halt gedacht, ja, und da haben Sie sich gedacht, dass Sie all diese schönen Musikstücke unter Ihrem Namen herausbringen können. Pech gehabt, mon cher. Im Übrigen, hätten Sie mal genauer gucken können. So, die Werke sind durchaus signiert. Hier, man folge meinem Finger, habe ich eigentlich ganz hübsch gemalt. Köln, Bibliothek, Universität, C, E, W, Christfreund, Ehrenreich, Wagemuth. Und wer ist denn nun jener Meister Winfried? Winfried Michel, das ist ein angesehener Professor der Musik und mittlerweile auch ein, darf ich sagen, guter Freund und Kollege von mir. Erstens war das ein großer Blockflötist. Zweitens hat er komponiert, und das wird Sie interessieren, im alten Stil. Er hat nämlich Barockmusik und auch etwas modernere Musik, aber alte Musik aus ihrer Zeit komponiert. Und wer dazu in der Lage ist, der kann natürlich auch wunderbar nach den Ziffern unter der Basslinie den Generalbass schreiben, aussetzen. Denn die jungen Studenten heute, die er unterrichtet hat, an der Musikhochschule in Münster zum Beispiel, die können das nicht improvisieren. Und das ist eine riesige Arbeit für ihn gewesen. Der hat für ganz, ganz viele Kompositionen aus der Barockzeit die sogenannte Continuo-Aussetzung geschrieben. So, und weil das so ein Experte für die barocke Musik ist, habe ich mir gedacht, ich schicke ihm mal die Kompositionen, die ich gefunden habe, damit er vor dem Hintergrund seines reichen Wissens Verbesserungen anbringt. Ganz einfach. Pah, Verbesserungen. Alle meine Stücke sind von meinen Freunden in der Akademie der Wissenschaften bereits begutachtet worden und für ausgesprochen gelungen gehalten worden. Und im Übrigen waren sie kurz vor der Drucklegung. Wäre dieses dusselige Experiment nicht in die Hose gegangen und säße ich nicht jetzt hier, wäre ich nämlich auf dem Weg nach London, hätte mich eingeschifft. Bitte sehr, von Seefahrt, dazu später, verstehen Sie ja offenbar auch einiges. So, das hätte ich dann also schön verlegen wollen bei dem renommierten Verleger Walsh. Das ist einer der besten. Es gibt auch noch einen in Amsterdam, aber das ist einer der allerbesten. Haben die größten ihre Werke veröffentlicht. Und da reden Sie mir jetzt noch von Verbesserungen. Vollkommener Unfug. Naja, dazu kann es natürlich jetzt nicht kommen. Denn ich bin ja quasi gestorben, nicht wahr? Einfach im Jahre 1720 in Köln am Rhein verschwunden. Meine Dienstboten werden die Rosenkammer leer finden und der Wagemuth verschwunden. Also wird man ihn für tot erklären. Und jetzt mache ich Ihnen ein attraktives Angebot, guter Freund. Ich bleibe hier in Ihren schönen Räumlichkeiten wohnen. Ja, nun warten Sie doch mal ab. Wohnen und kann Ihnen meine Komposition zu Ende komponieren. Denn wie Sie vielleicht gesehen haben, sind ja viele Stücke
nur als Skizze von mir überliefert und etliches ist ja auch gar nicht vollendet. So, das kann ich machen und dann können Sie die Werke getrost, weil es mich ja nicht mehr gibt, unter Ihrem werten Namen Dr. Carsten Erik Ohse veröffentlichen. Immerhin, dann lernt die Welt Sie kennen. 300 Jahre zu spät, aber besser zu spät als überhaupt nicht. Haha, das klingt ja nach einem hochattraktiven Angebot, muss ich sagen. Ein gewagter Deal, könnte man sagen. Wunderbar. Dazu benötige ich allerdings etwas anderes als diesen Klimperkasten dort. Mit dem laut und leise, alles schön und gut und mit der merkwürdigen Pedalerie und dieser Hall- und Schallmaschine. Können Sie nicht ein ordentliches Gravicembalo herbeizaubern, was richtig, wie soll ich sagen, silbrig rauscht und prächtig tönt, nicht wahr? So etwas, das brauchen meine Werke zu einem perfekten Akkompagnement. Ja, das mit dem Cembalo, das lässt sich machen. Da muss ich nur Freund Alex mal anrufen. Das ist ein ganz dienstbarer Geist. Ein ganz dienstbarer Geist? Ich muss mir da nur mal eben kurz eine Notiz drüber machen. So, und das Handy liegt auch schon bereit, um Alex später anzurufen. Ja, wo soll das Cembalo stehen? Der Salon ist voll. Ach ja, ich habe ja im hinteren Teil der Wohnung noch ein kleines Kabinett, ein kleines Zimmerchen und da könnte das Cembalo aufgestellt werden. Ach ja, und ich habe noch eine wunderbare Idee. Die wird Ihnen gefallen. Unter den Dielen habe ich nämlich auch etliche, also bestimmt 5, 6 schöne Rosendarstellungen gefunden und die werden da an die Wand gehängt. Und dann ist das ein richtig hübscher, kleiner, zweiter Cembalo-Raum. Sehr schöne Idee. Das Rosenkabinett. Von dort hat meine Reise ihren Anfang genommen. So, ich setze mich noch mal ganz kurz zu Ihnen. So. Aber eine rauche ich noch. Dann muss ich aus dem Haus. Ich muss unterrichten. Ich muss zur Musikschule. Ja, und da unterrichte ich den ganzen Tag und komme dann erst heute Abend zurück. Und jetzt machen Sie hier bloß keine Dummheiten. Eine gute Idee wäre es, wenn Sie sich an das Klavier begeben und etwas Schönes komponieren. Also beginnen Sie ruhig mal mit der Komplettierung der noch nicht zu Ende komponierten Sätze. Das wäre doch eine gute Idee. Und kommen Sie bloß nicht auf die Idee, hier irgendwelchen Unfug zu veranstalten. Wenn ich heute Abend zurückkomme, dann möchte ich keine bösen Überraschungen erleben. Na, hören Sie mal, ich bin ein Mann von Ehre und ich gehe frisch, gewagt, sogleich ans Werk. Aber was, wenn der Hunger mich überkommen sollte? Ja, dann holen Sie sich eben in Gottes Namen etwas aus dem Kühlschrank, da wird sich schon noch irgendwas Leckeres finden. Bon Appetit, würde ich schon mal sagen. So, bis heute Abend. Au revoir, Monsieur Wagemuth. Und am Klavier, bonne chance. Au revoir, Meister Erik.